In der Schweiz hat die Friedenskonferenz für die Ukraine begonnen. Zahlreiche Staaten nehmen teil, Russland allerdings nicht. Präsident Wladimir Putin hatte aber schon im Vorhinein seine Bedingungen für einen möglichen Waffenstillstand klargemacht. Er fordert den Rückzug der ukrainischen Streitkräfte aus 4 Gebieten. Außerdem soll die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten. In der Ukraine stoßen diese Forderungen auf Ablehnung. Die ganze Welt blickt an diesem Wochenende auf das beschauliche Bürgenstock bei Luzern, wenn die wichtigsten Vertreter von 92 Staaten über erste Schritte eines Friedensprozesses in der Ukraine beraten. Russlands Präsident Putin selbst ist nicht zu dem zweitägigen Gipfel eingeladen. Auch Chinas Staatschef Xi Jinping ist nicht dabei. Für US-Präsident Joe Biden ist Vizepräsidentin Harris in die Schweiz gereist. Bundeskanzler Scholz kam unmittelbar nach dem Ende des G7-Gipfels in Italien und dämpft im Gespräch mit Welt die Erwartungen an die Konferenz. Es ist ein wichtiger Schritt dazu, dass wir vorankommen. Es werden viele Fragen diskutiert über Frieden und Sicherheit, aber nicht die ganz große. Das war von vornherein so geplant. Ich habe das auch im Vorfeld immer wieder gesagt. Es handelt sich hier um ein Pflänzchen, das gegossen werden muss. Aber natürlich auch mit der Perspektive, dass dann mehr daraus werden kann. Zum Beispiel eine weitere Konferenz, in der dann auch mehr und die großen Dinge besprochen werden können. Um einen möglichst breiten Konsens unter den Teilnehmern zu erreichen, werden dieses Wochenende zunächst 3 Themengebiete diskutiert. Die atomare Sicherheit, Lebensmittelsicherheit und die Rückkehr aller Kriegsgefangenen und verschleppten Menschen, dabei vor allem von Kindern. Ziel des Gipfels ist es, internationale Unterstützung für Selenskys Friedensplan mit einem vollständigen Abzug Russlands vom ukrainischen Territorium zu gewinnen. Die Ukraine wollte diesen Krieg nie. Es war eine absolut unprovozierte Aggression Russlands. Der Einzige, der sie wollte, war Putin. Aber die Welt ist stärker. Alles, worauf wir uns heute einigen können, wird Teil des Friedensprozesses sein. Ich bin davon überzeugt, dass hier auf diesem Gipfel Geschichte geschrieben wird. Moskau hatte unmittelbar vor der Konferenz als Bedingung für einen Waffenstillstand den vollständigen Verzicht auf die 4 annektierten Regionen und die Schwarzmeerhalbinsel Krim von der Ukraine gefordert. Außerdem solle das Land garantieren, kein NATO-Mitglied zu werden. Heißt im Klartext eine Kapitulation der Ukraine.